hier ist Mr. Lagiol und heute habe ich gleich 3 Neuheiten für euch. Erstmal haben wir diese 5 Taschenmesser von der Schmiede Lefidel aus der Edition L'Âme d'Ema, das heißt die Seele Emas. Schauen wir uns die kurz an. Das sind ja diese wunderbaren, ganz neuartigen Taschenmesser aus einer ganz neuen Serie mit einem ganz neuen Aussehen. Da kann man auch hier sehen, nochmal der Name, wie das französisch geschrieben wird. Die schauen wir uns gleich aus der Nähe an. Dann, heute gibt es ja für das Video 5 Karmos-Punkte statt 1 Karmos-Punkt pro Video. Ich erkläre gleich, was das heißt. Und die dritte Neuheit, wir haben einen neuen YouTube-Kanal. Bis gleich. If I wrote you a song, if I got every word perfectly weighted on a thin piece of paper, would it make any difference? Would it change for the better? If I wrote you a poem, if I posted a letter? Is it maybe because I never knew quite where I was, and suddenly you told me, baby, you're lost, but I am too. Whatever the cost, we'll make it through. Tell me you're the one for me now, 'cause what am I supposed to do? If you are not the one for me, then tell me now what I could do. If I told you that I don't know where I'm going, don't know what to say, but I go without knowing. Ich denke, die wunderschöne Musik und die tollen Bilder, die haben richtig Lust gemacht, das Video weiterzuschauen. Deswegen fangen wir jetzt in der umgekehrten Reihenfolge, wie ich die 3 Neuheiten vorgestellt habe. Wir fangen an mit dem neuen YouTube-Kanal. Der heißt Unternehmerseele. Hier kannst du schon mal einige Videos sehen. Und zwar geht es dabei, dass wir hier wahnsinnig viel Erfahrung haben. Ich bin Unternehmer durch und durch, richtig leidenschaftlich, und habe in meinem Leben schon mehrere Firmen gegründet und habe da natürlich auch ganz viel Wissen, das ich gerne an andere weitergeben möchte, die ein Unternehmen gründen oder eine Selbstständigkeit beginnen und am Anfang stehen oder neue Projekte beginnen wollen, wie zum Beispiel neu ins YouTube gehen oder neu in den sozialen Medien oder einfach andere Projekte neu beginnen. Und bei uns ist ja so, dass nicht das Unternehmen oder das Projekt im Vordergrund stehen, sondern der Unternehmer selbst. Deswegen heißt auch unser YouTube-Kanal Unternehmerseele. Und
Ich habe selber auch viele Höhen und Tiefen in meinem Unternehmenleben gemacht und deswegen kann ich mit fast allen Situationen, in denen du dich befindest, falls du jetzt ein Unternehmer bist, und kann dir sicherlich helfen. Ich habe auch verschiedene Dienste bzw. Beratungen in Anspruch genommen und da hieß immer jedes Mal zum Tagessatz von 1.000 Euro und mehr, da können die Firma oder das Projekt durchleuchten, bekommst einen riesen Stapel an Informationen, mit denen du sowieso meistens nicht anfangen kannst und eher davon abgeschreckt wirst, was du es gar nicht umsetzen kannst. Wir fangen Step by Step, Stückchen für Stückchen und beginnen dort, wo du dich befindest und benutzen deine Fähigkeiten und deine Möglichkeiten, um Stück für Stück nach vorne zu gehen. Aber ich kann hier schon wieder leidenschaftlich darüber reden, über das neue YouTube-Kanal. Schau es dir an, wenn es dich interessiert. Ich würde mich freuen. Jetzt kommen wir dann zu dem eigentlichen Thema, weswegen du ja hier bist, Messer. Und fangen wir an mit den Karmos-Punkten. Für dieses Video gibt es 5 Karmos-Punkte. Die Karmos-Punkte entsprechen den Rabattpunkten, das heißt also 5 Karmos-Punkten entsprechen 5% Rabatt und du kannst sammeln bis zu 30%. Also 30 Karmos-Punkte kannst sammeln und dann bis zu 30% beim Kauf eines Messers einlösen. Und weil wir verschiedene Fragen haben über das System, du findest diese Informationen dazu, wie es funktioniert, wo du die Punkte sammeln kannst, wie das geht, auf unserer Seite original-lagiol.de, da /karmos.html oder gehst dann oben auf Lagiothek, oben links, und dann klickst du auf Karmos. Und du kannst natürlich auch als neuer Kunde, der noch nie was bei uns gekauft hat, gerne auch die Karmos-Punkte schon mal vorab sammeln. Man weiß ja nie, ob du mal Lust bekommst, ein Lagiol-Taschenmesser oder ein anderes Taschenmesser aus unserem Sortiment zu kaufen. Und die kannst du schon mal ansammeln. Wichtig ist natürlich, dass du dich erstmal registrierst auf unserer Seite original-lagiol.de, damit du natürlich ein Kundenkonto bei uns hast. Und dann, wenn du in den ersten 12 Stunden nach der Veröffentlichung des Videos den Code, das ich gleich später mal sagen werde, uns per E-Mail schickst, dann bekommst du für dieses Video 5 Karmos-Punkte. Wir machen es ja so, weil das wirklich wahnsinnig erfolgreich ist, das Konzept, dass wir pro Video immer nur einen Karmos-Punkt praktisch sammeln kannst oder vergeben. Und manchmal, je nachdem, vergeben wir schon mal 2, 3, in diesem Fall 5, sodass du natürlich auch noch ein bisschen mehr sammeln kannst und schneller zu deinen 30% kommen kannst. Ja? Wichtig ist allerdings, dass du diese Punkte nicht bei deinem ersten Messer einlösen kannst. Das geht nicht. Das heißt, auch wenn du Neukunde bist, musst du erstmal ein Produkt kaufen im Wert von mindestens 60 Euro. Dann wirst du Kunde, sozusagen bist richtig Kunde von original-lagiol.de, und dann kannst du die Karmos-Punkte praktisch bei deinem zweiten Messer komplett einlösen bis zu 30 Punkte bzw. 30% Rabatt. Also ich hoffe, das macht Lust, entsprechend zu sammeln. Viel Spaß. Kommen wir jetzt zu den Taschenmesser. Die Firma Lefidel, die hat schon praktisch das Geschäft an die nächste Generation abgegeben. Das heißt, der Vater hat an den Sohn weitergegeben und jetzt ist der Inhaber, der Sohn praktisch des Gründers. Und das Schöne dabei ist, dass der jetzt auch hier mit ganz neuen Ideen und Vorstellungen ans Werk geht. Und er hat schon mal das Taschenmesser 2020 praktisch kreiert. Hier oben seht ihr das. Wir haben ja schon ziemlich viele in unserem Sortiment. Und jetzt haben wir ganz neu diese neue Serie. Und zwar ist das einfach zu Ehre deren Tochter. Die haben mit seiner Frau gemeinsam eine Tochter. Und zu Ehre von ihrer Tochter haben die diese neue Lam Dema, also die Emas Seele, designt, und er soll damit vor allem auch das weibliche Publikum angesprochen werden. Wir haben festgestellt, dass die Messer, die bis jetzt gemacht haben, die waren spezialisiert auf Thier und Lagiol Taschenmesser, und haben gesehen, dass die Damen nicht so unbedingt immer angesprochen wurden, und kamen auf die Idee, dieses Taschenmesser neu zu designen. Wir werden gleich sehen, wie wunderbar das aussieht, beziehungsweise habt ihr schon den Bilder vorher schon gesehen. Und da soll dieses Messer nicht nur als reiner
Gegenstand, das wirklich praktisch ist, womit man schneiden kann, zum Beispiel ein Apfel, sondern soll auch als Accessoire einer Dame dienen, als Kunstobjekt, so dass man zum Beispiel, wenn man in der Gesellschaft das Taschenmesser mal rausholt und damit etwas schneidet, dann auch direkt einen Eindruck macht, damit die Frau sich nicht einfach vielleicht schämt, dass sie ein Messer rausholt, sondern wirklich ein wunderbares Kussgegenstand herausholt aus der Tasche. Und da wurde wirklich durch und durch bei der ganzen Gestaltung des Messers eben Wert darauf gelegt, dass das weibliche Publikum dieses Messer auch kauft. Schauen wir uns mal kurz die Taschenmesser mal an. Und zwar, wie ich schon sagte, Thomas und Pauline Boitel haben das gemeinsam designt und natürlich maßgeblich von Thomas. Und wie man sieht, sind diese Taschenmesser ganz besonders. Die haben mal so ein besonderes Design. Wenn man sich jetzt hier das Messer anguckt, dann sind die Schrägen hier an der Seite gleich, so dass egal wie man das Messer hält, die Schrägen immer so schön zu sehen sind. Und das Besondere dabei ist auch die Klinge. Wenn man sich die Klinge mal anguckt, geht vorne die Spitze ziemlich weit runter. Es ist immer noch spitz, ja, wenn man da irgendwie was entsprechend schneiden möchte mit der Spitze, aber es geht tief rein. Und ich finde persönlich, dass dieses Messer durch dieses Aussehen sehr weiblich ist. Manchmal, wenn die Spitze so relativ weit nach oben geht oder richtig spitz nach vorne zuläuft, wirkt manchmal das Messer schon ein bisschen aggressiv. Und hier, wie ich schon sagte, wurde speziell auf das weibliche Publikum Wert gelegt und die Spitze geht hier ein bisschen nach unten, sodass diese Aggressivität der Spitze meiner Meinung nach einfach weggeht und wirkt auch nochmal wirklich wunderbar edel. Hier ist eben halt der Name des Messers, L'Âme d'Emma, die Seele Emas und das Logo von Le Fidèle. Das Messer wurde aus 12C27 angefertigt und ich muss sagen, dass das Messer wahnsinnig leicht auf und zu geht. Also wirklich total leicht. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass manche Laguiole-Taschenmesser zum Beispiel bei der Schmiede Le Fidèle ein bisschen schwerer auf und zu gehen wie bei anderen Schmieden und hier ist aber nicht so der Fall. Das heißt also, dieses Taschenmesser geht wirklich wunderbar leicht auf und zu, so dass natürlich auch die Damen, die vielleicht hier ihre Nägel nicht brechen möchten und vielleicht auch nicht so viel Kraft in den Finger haben, das dennoch problemlos öffnen und schließen können. Das System hier ist das gleiche wie bei einem Laguiole-Messer. Das heißt, wir sehen hier, da ist eine Feder, die hochgehoben wird und dann macht es hier Klick, so dass praktisch hier dann durch diese Arretierung, es ist keine richtige Arretierung, sondern es wird durch die Feder festgehalten, so dass man eine gewisse Kraft braucht, um es hier zu schließen. Aber ich muss sagen, diese Kraft ist nicht so groß. Diese Messer sind auch nicht so entwickelt worden, um damit richtig outdoor-mäßig da rauszugehen und irgendwo im Wald was zu schneiden, sondern wirklich ist es mehr gedacht, um in einer feinen Gesellschaft, vielleicht auch in einem Restaurant, einfach das Messer rauszunehmen und einfach da was zu schneiden. Das heißt also nicht für richtig harte Einsätze, sondern eher für die feinen, schönen Sachen und dafür reicht dieser Mechanismus. Übrigens ist in Frankreich so, dass man dort keine Messer bei sich tragen darf, die eine Feststellung der Klinge erlauben. Deswegen sind eben halt die meisten Messer so, dass diese nicht eine Feststellung haben, wie man das kennt, so zum Beispiel zum Backlock oder Linerlock. Damit, wenn man so hier ein Linerlock hätte, würde die Klinge nicht mehr durch Druck zugehen, sondern man müsste hier drauf klicken und diese Taschenmesser sind eben halt in Frankreich nicht erlaubt, wenn man es bei sich trägt und damit in die Stadt geht. Und ja, deswegen ist ja dieser Mechanismus hier, wie man sieht, sehr verbreitet in Frankreich bei Laguiole und Thiers Taschenmesser, aber hier, wie ich schon sagte, geht wirklich sehr, sehr leicht auf und zu. Also ich denke, das kann sie sicherlich von den Damen auch sehr, sehr gut benutzt werden. Wir haben hier unterschiedliche Griffe und das ergibt sich damit auch zu unterschiedlichen Preisen. Wenn man sich das mal anguckt, wir haben hier einmal dieses Taschenmesser für 90 €. Dann haben wir hier mit Abalone für 117 €. Dann haben wir hier eine Mischung aus Kunstharz, Holz und auch so ein Wabensystem aus Aluminium. Das kostet 159 €.
Dann haben wir hier einfach ein reines Wacholderholz. Im Vergleich dazu, hier ist es stabilisiert und gefärbt. Hier ist einfach natürliches Wacholderholz. Das kostet 85 €, ist hier das günstigste Messer in der Reihe. Und dann haben wir hier Kunstharz und Goldblättchen. Wir schauen uns das mal gleich aus der Nähe an. Das ist wirklich ganz fantastisch mit diesen Goldblättchen hier. Das kostet auch 90 €. Vom Gewicht her sind alle in der Richtung 71 bis 73 Gramm. Und wir haben hier eine Länge des Griffes von 9,5 cm. Somit ist es natürlich kleiner oder schmaler als ein Lagiol-Taschenmesser. Die meisten Lagiol-Taschenmesser haben eine Länge im geschlossenen Zustand von 12 cm. Hier haben wir eine Größe von 9,5. Somit eignet sich dieses Taschenmesser auch hervorragend, um es mitgenommen zu werden. Nicht nur natürlich von den Damen, sondern auch von den Herren. Wenn man ein Taschenmesser, so ein kleines, schmales bei sich tragen möchte, das wirklich sehr praktisch, sehr leicht ist, dann ist das auch super geeignet. Vielleicht natürlich nicht in dieser Kombination hier Pink und Holz, aber sag mal, so ein Wacholderholzmesser oder dieses grüne ist durchaus auch für die Herren geeignet. Hier haben wir als zweites Messer diese Abalone und ich muss sagen, ich liebe Abalone-Griffe. Die sind so wahnsinnig abwechslungsreich. Wenn man sich das anguckt, findet man immer irgendeine neue Schimmerfarbe. Das sind fast alle Farben, die man so kennt, vertreten und seit einiger Zeit gibt es sehr, sehr wenig große Muschelstücke, so dass man hier die kleineren benutzt mit einem Überzug aus Kunstharz. Wenn man sich das anguckt hier, kann man so ein bisschen ahnen. Das heißt, wir haben ganz unten diese Muschelschalen. Hier haben wir einen Liner aus Ebenholz und dann haben wir hier darüber diese Kunstharzschicht, dass die einmal natürlich auch schützt. Und dann haben wir hier ganz unterschiedliche Formationen. Wenn man sich anguckt, hier ganz, ganz kleine, feine Strukturen, hier größere, gröbere Strukturen und jede Seite ist ein Hingucker, jede Seite ist komplett was Eigenes. Also wirklich fantastisch und denk dran, wir bieten dir an, wenn du ein Taschenmesser kaufst, dass wir dir Bilder vorrätige Produkte schicken, denn jede Maserung, gerade bei Abalone, jede Struktur ist wirklich einmalig und wenn du auf bestimmte Sachen Wert legst, schicken wir natürlich gerne ein Foto, damit du weißt, was du bekommst. Auch hier natürlich super leicht auf und zu. Auch hier würde ich die nicht zuschlappen lassen, sondern wirklich rein führen, damit die Klinge, die scharfe Klinge, die ist sehr, sehr scharf, hier nicht auf dem Ressort trifft und somit über die Zeit unscharf wird, sondern wirklich schön vorsichtig einfach hineinführen. Also das Messer ist wirklich total, ein Handschmeichler würde ich sagen. Das ist richtig klein, schmal, alles sehr gut poliert, sehr fein, sehr schön gerundet. Das fühlt sich wirklich super in der Hand an und ich denke, das ist perfekt zum Mitnehmen. Und dadurch, dass sie so schmal ist, eignet sich auch für die Hosentasche ganz hervorragend. Also da hat sich der Thomas Boitel was richtig Tolles einfallen lassen. Wir kommen hier an das typische Messer für eine Dame mit den typischen Farben. Wir haben hier Pink, dann haben wir hier in der Mitte, wie man sieht, so ein Aluminiumwaben, das kann man hier so besser sehen. Und dann Innenwaben auch nochmal eine andere Farbe, ist hier in dem Fall weiß und das ging auch hier nochmal ein bisschen raus, so dass wir hier auch diese weiße Farbe nach draußen haben. Also ich finde es hier wahnsinnig faszinierend, wie schön diese Aluminiumwaben hier mit diesem Kunstharz aussehen. Und auch nochmal hier in dem Holz hinein, so dass man ein Stück Natur und Kunst gemeinsam hat. Also wirklich wahnsinnig toll. Das ist auch von diesen 5 Messer hier das teuerste, weil diese Kombination hier natürlich zu viel Ausschuss führt. Es ist nicht ganz einfach, in diese Wabenstruktur aus Aluminium und Begrenzung durch Holz Kunstharz einzugießen, sodass natürlich keine Luftlöcher entstehen oder übrig bleiben. Hier wäre natürlich ganz furchtbar, wenn plötzlich hier ein Luftloch entstehen würde, dann müsste man praktisch die Schale komplett wegschmeißen und aus dem Grund sind diese Schalen in dieser Kombination, sprich Holz, Kunstharz und Aluminiumwaben, immer etwas teurer als zum Beispiel reines Holz. Hier hatten wir 90 € gehabt und hier haben wir 159 €. Das ist dann der Unterschied.
Dann haben wir hier dieses wunderbare Messer. Und hier ist auch, finde ich, auch total schön bei dieser Maserung hier. Hier war wahrscheinlich eine Knorre. Es ist einfach mehr als nur praktisch ein einfaches Messer. Ja, als eine einfache Maserung. Wenn man sich anguckt, wenn das Messer, sagen wir mal, so wäre mit dieser Maserung, das wäre, finde ich, ein bisschen vielleicht langweilig, aber durch diese Knorre, die wir hier haben, ist es richtig interessant, eine richtige Augenweide, und ich lege persönlich viel Wert darauf, dass, wenn ich das Messer herausnehme aus der Tasche, mir das erstmal angucke, nochmal ein paar Sekunden oder Minuten bewundere und dann erst nutze. Das heißt also, diese Taschenmesser sind nicht so, wie zu sagen, für solche, die wirklich extrem pragmatisch einfach das Messer rausnehmen, schneiden und wieder reinpacken. Dafür reicht sicherlich auch ein Messer, das vielleicht nur 10, 20 Euro kostet im Flohmarkt, sondern das ist ein Messer auch zum Genießen. Man genießt einfach das Material, man fühlt das, man guckt sich das an, dann erst fasst man es an und schneidet, und dann macht man diese Klinge ein bisschen sauber und kann es wieder wegpacken. Also ein Taschenmesser ist immer, finde ich, auch ein Stück Leidenschaft, ein Stück Persönlichkeit, und wenn man sich anguckt, wer mit welchem Messer entsprechend schneidet, dann lässt manchmal auch ein bisschen Rückschlüsse ziehen, was das für ein Mensch ist, was das für eine Persönlichkeit ist oder wie viel Wert er auf was legt. Tatsächlich, ja, das kann man sehr, sehr gut beobachten, gerade weil in Frankreich zum Beispiel auch viele im Restaurant mit einem Taschenmesser die Steaks essen, ein mitgebrachtes Taschenmesser die Steaks essen, das ist sehr üblich dort. Und ich habe auch erfahren von einigen Kunden von uns, dass die jetzt auch diesem Trend folgen. Ich mache es ja auch. Und wenn die ins Restaurant gehen, dann holen die erstmal ihr Taschenmesser raus und essen dort. Und wenn man die Bilder von The Laguiole Way of Life sich anguckt, die uns die Kunden eingeschickt haben, die Fotoaktion, die wir zweimal im Jahr haben, da sieht man auch immer wieder Taschenmesser im Restaurant, wo die entsprechend ihre Steaks schneiden. Also ein sehr, sehr schöner Trend übrigens. Und kommen wir jetzt hier zu dem letzten Messer. Das ist wirklich sehr, sehr außergewöhnlich. Ich versuche es so nah wie möglich zu zeigen. In diesem Kunstharz, in diesem schwarzen Kunstharz, beziehungsweise der schwarze Untergrund, sind wirklich Stücke von Gold, also Goldplättchen. Ich denke, hier kann man es auch ziemlich gut sehen. Und das Schöne ist, wenn man draußen ist, da kann man es auch viel besser sehen, und die Sonne scheint hier drauf. Dadurch, dass diese Plättchen wirklich dreidimensional sind und nicht glatt, dann strahlt die Sonne in verschiedene Brechungen, und wenn ich das natürlich ein bisschen bewege, das sieht richtig fantastisch aus. Also es ist wirklich wunderschön, wenn man dieses Taschenmesser in Schwarz hat und dann so hin und her bewegt und diese Goldplättchen entsprechende Reflexionen machen. Wow, ist wirklich ganz fantastisch. Also kann ich hier gar nicht so richtig nachbilden im Studio. Wir haben hier natürlich mattes Licht, das heißt also nicht fokussiert, so wie die Sonne, und deswegen kann man das hier nicht so gut sehen. Aber glaub mir, das ist wirklich eine absolute Augenweide in der Sonne. Also ich denke, auch wenn die Dame damit wirklich das Taschenmesser rausholt, um zum Beispiel einen Apfel oder sonst was zu schneiden, das wird in Gesellschaft feiner Damen sicherlich schon einen ziemlichen Eindruck machen. Ja, ich denke, dass Le Fidèle damit eine richtig tolle Idee hat mit diesem Messer, und insgesamt, wie die gestaltet sind, als Accessoire, als Kunstobjekt für die Damenwelt, finde ich die Richtung genau richtig, und ich finde insgesamt in der Messerwelt tut sich eine ganze Menge. Zum Beispiel die Chefin von Goyon Chazot ist eine Dame, die Chefin von Laguiole du Barry ist auch eine Dame, beide haben es jeweils von ihren Vätern übernommen, und deswegen gestalten die auch das Ganze ein bisschen weiblicher, da kommt ein bisschen so einen schönen weiblichen Touch in die Gestalten der Messer. Auch die Elodie von Laguiole du Barry, die macht auch Laguiole Taschenmesser für die Damen, das heißt mit einem speziellen Griff, dann auch ein bisschen kleiner, in 9 cm statt in 12 cm. Also da tut sich ein bisschen was, und ich finde sehr gut, dass man auch ein bisschen mehr für die Damen jetzt macht, die Taschenmesser, weil das wirklich, gerade wenn man es auch nutzt, einfach was hermacht, einfach wirklich was Schönes ist, ja, und ich bin gespannt, was du davon hältst. Würde mich freuen, wenn du entsprechend hier unten in den Kommentaren deine Meinung dazu schreibst, und vielleicht welches Messer du am schönsten findest. Übrigens, der Code, der Karmos Code, der ist
KW77RT. Nochmal, KW77RT. Und es würde mich freuen, wenn ich deine Meinung höre, ob du wirklich diese Messer passend für die Damenwelt findest. Und da würde ich mich auf dein Feedback freuen. So, bis zum nächsten Mal. Dein Mr. Lagiol.